Jugendliche befinden sich in einer Phase der Identitätssuche und der Identitätsbildung. Und Social Media bietet da die ideale Umgebung. Wir können uns austauschen, wir bekommen Feedback, man kann sich vergleichen. Gleichzeitig ist es so, dass besonders die Impulskontrolle und das langfristige Denken noch nicht vollständig ausgebildet sind. Und das macht es besonders problematisch und anfällig für Jugendliche. So neue Medien kommen oft mit gesellschaftlichen Wandel und gelten schnell als gefährlich. Zum Beispiel im 18. Jahrhundert sprach man über Lesesucht und hatte auch Angst, dass Frauen zum Beispiel durch Romane lesen auf neue Ideen kommen. Bei jungen Menschen hieß es dann, sie seien zerstreut, haben die ganze Zeit diese schlechte Haltung beim Lesen, bewegen sich kaum noch und haben keine Lust, echte Arbeit zu verrichten. Die Forschung zeigt, Social Media wirkt nicht auf alle Jugendliche gleich. Wir müssen unterscheiden zwischen der kurzfristigen und der langfristigen Nutzung und natürlich auch zwischen den Altersgruppen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir kurz Social Media nutzen und dann fühlen wir uns unterhalten, es macht Spaß, wir können uns Inspiration finden und Austausch. Aber wir sehen auch, dass besonders die exzessive Nutzung sich negativ auswirkt und wir sehen da negative Zusammenhänge zum Wohlbefinden, psychische Belastungssituationen und Stress. Zeit ist in unserer Gesellschaft spätestens seit der Industrialisierung was Wertvolles. Sie kennen alle den Spruch, Zeit ist Geld, das heißt, Zeit kann man entweder gut investieren oder verschwenden. Und Handys werden oft mit nicht produktiven Tätigkeiten assoziiert, teilweise auch pauschal assoziiert. Dadurch fühlen wir uns auch immer schlecht bzw. sehen das Ganze gesellschaftlich auch eher als negativ, einfach weil wir im kulturellen Kontext leben, wo Produktivität und persönliche Weiterentwicklung auch in der Freizeit als sehr wichtig gelten. Also es gibt im Digital Services Act einen eigenen Artikel, der sich mit Jugendschutz beschäftigt. Insoweit gibt es die gesetzlichen Vorgaben schon. Innerhalb dieser gesetzlichen Vorgaben hat auch die Kommission die Kompetenz, entsprechende Leitlinien zu verfassen. Das ist auch schon geschehen. Ich glaube daher gar nicht, dass wir so sehr ein Problem haben bei der Rechtslage, bei der gesetzlichen Ausgangslage, sondern wir haben eher ein Problem bei der Durchsetzung. Und da ist es sehr wichtig, auf der einen Seite die nationalen Behörden heranzuholen und ins Boot zu holen und aufzubauen, dass die aktiv werden können. Das wäre in Österreich die Comaustria. Und auf der anderen Seite bei den großen Plattformen die Europäische Kommission selbst, die mit der Durchsetzung beschäftigt ist. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Jugendliche zu schützen. Jetzt denke ich natürlich an erster Stelle an Medienkompetenztrainings. Zwischen komplett verbieten und alles erlaubt können wir natürlich verschiedene Stellschrauben ansetzen, um eben Plattformen zu regulieren. Auf der einen Seite geht es um den Zugang. Also wer hat eigentlich Zugang zu den Plattformen? Das ist, was jetzt aktuell mit den Social-Media-Verboten besprochen wird. Aber wir können natürlich auch schauen auf die Nutzung. Also gibt es vielleicht gewisse Zeitlimits für Jugendliche beispielsweise. Und schlussendlich geht es auch natürlich um die Design-Features. Die Plattformen müssen in Verantwortung gezogen werden. Transparente Algorithmen müssen angeboten werden. Es geht um Themen wie Push-Notifications oder eben auch Endless Scrolling. Das ist die zentrale Frage. Es sind ja eben Grundrechte auch der Kinder und Jugendlichen betroffen. Unter anderem auch das Grundrecht auf Informations- und Meinungsfreiheit ist betroffen. Und Jugendliche haben einen Anspruch, geschützt zu sein, auf der einen Seite in ihrer Entwicklung unterstützt zu werden und auf der anderen Seite aber auch den Anspruch, eben sich frei eine Meinung bilden zu dürfen und frei informieren zu dürfen, auch von datenschutzinvasiven Maßnahmen geschützt zu werden. Und dazwischen läuft eine Grenze, die zu verhandeln ist. Wenn wir jetzt beispielsweise an Facebook von vor 10 Jahren denken, da war es eben ein digitaler Community-Gedanke, Vernetzung und Austausch standen im Vordergrund. Heute dominieren vor allem Algorithmen die Plattformen. Wir sehen einen sehr starken Fokus auf Aufmerksamkeitsgenerierung, das sozusagen zählt das, was sich gut klickt, was viel User-Engagement generiert. In diesem Bereich haben wir jetzt natürlich auch das Phänomen der personalisierten Werbung, aber auch Influencer, die eine große Rolle spielen. Das heißt, die Plattformen haben sich sehr stark verändert und deswegen reden wir heute mehr drüber denn je.
Wir wissen, dass vor allem marginalisierte Gruppen oft auf Social Media angewiesen sind. Zum Beispiel mobilitätseingeschränkte oder chronisch kranke Personen, armutsgefährdete Jugendliche, die keine alternativen Freizeitangebote haben, queere Personen, die zum Beispiel online nach Unterstützung suchen oder eben Geflüchtete oder Jugendliche mit Migrationshintergrund, die transnationale Verbindungen haben. Und deswegen ist es wichtig, bei Verboten auch immer drauf zu schauen, welche niederschwelligen und realistischen Freizeitangebote man stattdessen anbietet. Auch deswegen, weil man weiß, dass Verbote grundsätzlich schlecht funktionieren und vor allem die Jugendlichen mit mehr Ressourcen auch einen Weg finden werden, diese zu umgehen. Also ich glaube, man sieht an dem australischen Beispiel schon auf der einen Seite, dass Kinder und Jugendliche versuchen, solche Maßnahmen zu umgehen. Und je stärker solche Maßnahmen umgangen werden, desto strenger muss der juristische Prüfmaßstab gelten. Und das Zweite, was man sehen kann, ist es, dass das australische Beispiel dazu führt, dass die Verantwortung sehr stark bei den Plattformen versammelt wird. Und die Plattformen daraufhin zunehmend dazu übergehen, noch mehr Daten zu sammeln, als sie ohnehin schon vorher erhoben haben. Und wir also auch hier einen möglicherweise unerwünschten Kollateraleffekt haben, nämlich den, dass Plattformen noch mehr Informationen, zum Teil auch sehr sensible Informationen über ihre Nutzerinnen und Nutzer sammeln.